Hallihallo und herzlich willkommen zum offiziellen ersten Video im Jahr 2025 auf Tag aus Tag ein. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und hattet auch eine entspannte Zeit zwischen den Jahren. Ich habe wieder ein bisschen mitgefilmt und möchte euch in diesem Video einen kleinen Einblick geben, wie wir so diese besondere Zeit verbracht haben. Die Tage zwischen den Jahren sind ja immer ganz super, um mal einen Gang runterzuschalten und einfach die Ruhe ein bisschen zu genießen. Im heutigen Vlog zeige ich euch, wie wir uns gemütlich gemacht haben, von schönen Momenten zu Hause bis zu kleinen Ausflügen, Spaziergängen, Besuch bei Freunden und so ein bisschen rumkruschen im Haushalt. Ich habe versucht, die entspannte Stimmung einzufangen und vielleicht habt ihr ein bisschen Zeit, euch das Video anzuschauen und selber noch mal ein paar Minuten runterzufahren. Also jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Mein Weihnachtsmorgen ist ein bisschen doof gestartet. Ich hatte irgendwie mich in der Nacht verlegen oder mir ist morgens beim aus dem Bett krabbeln ein Wirbel rausgeschnipst. Auf jeden Fall hatte ich Rückenschmerzen und ich dachte noch so: „Super, ausgerechnet jetzt vor den Feiertagen, das fehlte mir gerade noch.“ Aber mein Mann hatte zum Glück noch an dem gleichen Vormittag einen Termin zur Thai-Massage ergattert und die Dame hat mir dann meinen Wirbel wieder an die rechte Stelle gerückt. Aber vorher haben wir noch den Weihnachtsbaum aufgestellt. Wir machen das meistens am 24. Dezember. Ich kenne das schon von früher, von zu Hause so. Wir haben noch vorher diskutiert, ob wir überhaupt einen aufstellen. Mein Mann hat gesagt: „Komm, wir schmücken einfach die Palme.“ Aber das hat nicht geklappt wegen unserer Lichterkette. Die hat oben so einen Ring und so einen Stern drauf. Die hätte auf der Palme gar nicht gehalten. Also haben wir dann doch unseren Weihnachtsbaum aus dem Keller rausgeholt, haben dann noch diskutiert, wo wir den am besten hinstellen und haben geschoben und haben dann tatsächlich ein schönes Plätzchen für den gefunden. Ich habe dann die Lichterkette drauf gemacht und während ich mich habe von der Thai-Massage verwöhnen lassen, haben meine Männer den Baum geschmückt. Ich sag's euch, diese Thai-Massage ist so spitze. Ich bin dann jedes Mal hinterher total tiefenentspannt, die Muskeln sind gelockert und jeder Wirbel ist wieder da, wo er hingehört. Als ich wieder zu Hause war, war dann der Baum geschmückt und ich habe dann für meinen Mann und für mich erstmal einen Eierpunsch gemacht, denn das ist bei uns am 24. auch Tradition. Ich habe mich dann dran gemacht, das Abendessen vorzubereiten. Bei uns gab es nämlich am Weihnachtsabend Lachsnudeln. Ja, ich weiß, das ist vielleicht kein klassisches Weihnachtsgericht, wie man es so kennt, aber wir wollten halt was, was allen schmeckt. Und da bei uns die Jungs nicht gerne Kartoffelsalat essen und auch keiner mehr Würstchen isst, haben wir halt überlegt, was wir alle mögen. Und dann fiel die Wahl auf die Lachsnudeln. Die haben wir dann zum Abendbrot gegessen und nach dem Abspülen und allem Aufräumen kam dann das Christkind oder der Weihnachtsmann. Auf jeden Fall hat das Glöckchen geläutet und jeder durfte sein Geschenk auspacken. Das war wie
wie immer sehr bescheiden. Jeder hat ein Geschenkpäckchen gekriegt, das, was er sich gewünscht hat. Alle waren glücklich und zufrieden und so haben wir auch den Abend dann ganz entspannt ausklingen lassen. Am nächsten Morgen habe ich dann für unser Frühstück Brötchen gebacken. Die Bäcker hatten ja alle zu an den Feiertagen und ich wollte mich sowieso mal am Brötchenbacken ausprobieren. Also habe ich am Vortag schon den Teig vorbereitet und habe den dann über Nacht im Kühlschrank gehen lassen. Dann brauchte ich die Brötchen nur noch schleifen und backen und dann haben wir alle gemeinsam gefrühstückt. Und dann haben wir eigentlich den Rest des Tages wirklich nur geloost. Die Männer haben sich die Videos von meinem YouTube-Kanal hier angeschaut, zum ersten Mal. Ja, die gucken sich das nicht so oft an und das war für mich total komisch, wenn ich mich selber reden höre. Ich musste dann rausgehen. Aber die waren begeistert und fanden es ganz toll, gerade unsere Reisevideos, wo wir im Urlaub waren, ist das immer ganz schön. Ich habe dann für den Nachmittag noch einen vollwertigen Zwetschgen-Crumble gemacht und Schlagsahne geschlagen. Das haben wir dann alles gegessen. Und am Abend sind wir dann ganz traditionell, wie wir das jedes Jahr machen, am ersten Feiertag, alle gemeinsam schön essen gewesen. Überall kommt Ist das warm? Ja, das ist warm. Vom zweiten Feiertag gab es eigentlich gar nicht so viel zu berichten. Wir haben hauptsächlich entspannt gechillt, haben schöne Filme geguckt und abends waren mein Mann und ich dann noch auf einem Konzert von einer Revival-Band hier bei uns im Ort und das war auch ganz nett. Der nächste Tag, das war dann der Freitag, das war dann kein Feiertag mehr. Da hatte mein Mann zwar Urlaub, aber ein paar Termine geplant und der war dann den ganzen Vormittag unterwegs. Ich habe dann mit meiner Tochter telefoniert, habe dann die Zeit genutzt, um meine ganzen ätherischen Öle mal wieder durchzuschauen und zu sortieren. Ich habe dann noch verschiedene Sachen umgefüllt in Gläser. Die hatte ich vorher in Plastiktüten, die sind aber umgekippt und da war eine Sauerei im Schrank. Deshalb habe ich die alle in Gläschen abgefüllt und habe die dann mit meinem kleinen Labelmaker schön bedruckt. Und ja, dann war der Tag auch schon rum. Ich habe dann am Nachmittag noch den Einkaufszettel für den nächsten Tag geschrieben und den Wochenplan. Und dann haben wir den Abend ganz gemütlich ausklingen lassen zu Hause. Das Wochenende war dann auch ganz entspannt. Nach dem gemütlichen Frühstück haben wir am Samstag unsere Wocheneinkäufe auf dem Markt getätigt. Wir haben alles Obst und Gemüse besorgt, was wir für die Woche brauchen. Mein Mann ist dann anschließend auch im Supermarkt und hat den Rest geholt. Und am Samstagnachmittag waren wir dann bei einer Freundin im Schwarzwald eingeladen zu einer schönen großen Gassi-Runde über die Felder und durch den Wald. Es war richtig knackig kalt, aber es war so schön gemütlich, dass uns dann der Glühwein bei ihr auf der Terrasse nochmal so gut geschmeckt hat. Wir haben dann noch abends ein bisschen zusammengesessen mit Freunden, war richtig toll. Und am Sonntag haben wir eigentlich auch nichts weiter gemacht, außer einen schönen großen langen Spaziergang. Und das war ein richtig gemütliches Wochenende.
Am Montag, das war ja dann der Brückentag zwischen dem Wochenende und dem Silvestertag, da musste mein Mann wieder arbeiten und ich habe dann für die Jungs am Morgen zum Frühstück Pancakes gemacht. Das mache ich ganz gerne, wenn wir in den Ferien Zeit haben und die lange schlafen können, dann überrasche ich sie gerne mit leckeren Pancakes, da freuen die sich immer. Und am Nachmittag bin ich dann mit meinem Großen in unseren Mühlenladen gefahren, weil ich gerne noch zum Jahresende meine Vorräte an Korn auffüllen wollte. Da war einiges leer gegangen und da sowieso zu Hause war, brauchte ich einen starken Träger und deshalb habe ich den mitgenommen, habe meine ganzen Körner da gekauft und habe die am Nachmittag dann in meine Weißblecheimer eingefüllt, dass sie gleich aufgeräumt sind. Am Silvestermorgen war es so richtig ruhig, schön und knackig kalt und wir sind dann eine schöne große Runde mit dem Max gegangen, bevor die Knallerei angefangen hat. Dann habe ich mich so ein bisschen über meine dreckigen Fenster beschwert, aber es kommt das Frühjahr und dann putze ich sie wieder schön sauber. Vormittag habe ich dann verbracht damit, dass ich mein Räucherzeug nochmal sortiert habe und alles aufgeräumt und nochmal neu beschriftet habe, dass wieder Ordnung im Schubfach ist, weil ich am ersten Feiertag räuchern wollte. Und ja, ansonsten machen wir es an Silvester immer so, dass wir zu Hause bleiben, schon wegen dem Max, weil ihm sonst die ganze Knallerei zu laut ist, wenn wir irgendwo sind. Und bei uns zu Hause ist das relativ gedämpft und deshalb lassen wir es eigentlich immer gemütlich angehen zu Hause und gehen da nicht irgendwie weg. Das Abendessen für Silvester hatte ich am Vortag schon fertig gekocht. Die Jungs hatten sich Gulasch gewünscht und dazu gab es Knödel und selbstgemachtes Sauerkraut, das mein Mann und ich dann gegessen haben, weil wir kein Fleisch essen. Und dann haben wir noch einen leckeren Rotwein ausprobiert, den hatten wir uns vom Weinhändler mitgebracht. Ich mag nicht so starken Rotwein und das war mal ein ganz milder, den haben wir dann getestet zum Abendessen, der hat ganz super lecker geschmeckt. Ja, dann haben wir Abendbrot gegessen, haben dann noch einen Film angeguckt, um 12 Uhr angestoßen und dann sind wir ziemlich zeitig auch nach dem 12 Uhr Gong ins Bett gegangen, weil ja, wir machen an Silvester nichts weiter und es ist immer gut, wenn wieder Ruhe einkehrt. Wir wünschen euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Am Neujahrsmorgen haben wir schön ausgeschlafen, gemütlich gefrühstückt, eine schöne Gassi-Runde gedreht und ich habe dann für uns noch Sauerteig-Cracker gebacken. Ich hebe dafür immer Sauerteigreste auf und mache dann so Cracker draus. Die sind so ähnlich wie Chips und da fallen meine Leute immer drüber her, weil die so gut schmecken. Dann habe ich unser Zahnpulver aufgefüllt, weil das leer war. Und am Nachmittag oder am Spätnachmittag habe ich dann angefangen zu räuchern im Kellerraum. Das wollte ich eigentlich schon viel früher machen, habe es aber nicht geschafft. Also habe ich mir dann den Abend ganz gemütlich dafür Zeit genommen.
in den nächsten Tagen habe ich schon so ein bisschen den Geburtstag meines Mannes vorbereitet. Der hatte nämlich am Samstag dann seinen Ehrentag und da habe ich ihm einen Kuchen oder eine Torte gebacken, eine vollwertige Torte zum allerersten Mal mit Vollkornbiskuit. Also ich habe volles Korn genommen und gemahlen und daraus ein Biskuit gemacht. Hat ganz wunderbar funktioniert und obendrauf dann so eine Schicht aus Sahne und Schmand mit Honig und ein paar Früchten. Das war ganz fantastisch und sehr, sehr lecker, hätte ich gar nicht gedacht. Und dann habe ich Sprossen wieder angesetzt. Unsere waren über die Feiertage alle gewesen. Und Brot gebacken habe ich auch noch. Bevor ich dann unseren Weihnachtsbaum abgeschmückt habe, der leider schon weichen musste aus Platzgründen wegen der Geburtstagsgäste, habe ich noch ein paar Karotten fermentiert. Ich mag das so gern. Ich habe, glaube ich, schon mal gezeigt, wie ich das mache. Die schmecken total lecker, wenn die in Salzlake eingelegt sind. Frischkäse habe ich auch noch gemacht. Den mache ich mal mit griechischem Joghurt und verfeinere ihn dann mit Kräutern und Salz. Da gibt es auch schon ein Video dazu. Und dann habe ich noch ein bisschen gesungen, denn immer wenn ich in der Küche werkel und alleine bin und das niemand hört, dann singe ich von ABBA die Songs hoch und runter. Ich bin so ein großer ABBA-Fan. Also ich liebe Mamma Mia und den Film, die habe ich beide gesehen. Ich war auch beim Musical. Das ist einfach genial. Und ja, dann habe ich den Weihnachtsbaum, wie gesagt, abgeschmückt, habe alles wieder in die Kisten gemacht und habe dann auch gleich wieder runter in den Keller geschafft. Denn wir brauchten den Platz für die Gäste, wie gesagt. Fühlt man sich so als alter Mann? Ich bin nicht alt, ich bin 61 und im Herzen jung. Die Kraft der zwei Herzen. Doppelherz. Ja, genau. Doppelherz. Keine Werbung machen hier bitte. Keine Werbung. Nee.
Am Samstag haben wir natürlich den Geburtstag meines Mannes gebührend gefeiert. Wir hatten Gäste zu Besuch und haben schön Abendbrot gegessen und haben dann abends gesessen und noch einen gemütlichen Abend verbracht. Also es war ein richtig schönes, nettes Fest und sehr, sehr gemütlich. Am nächsten Tag hat dann gleich wieder ein bisschen Arbeit auf mich gewartet. So ist das als Selbstständiger selbst und ständig. Ich musste noch Papierkram erledigen und für die Steuer was fertig machen. Und im Zuge dessen habe ich dann auch gleich wieder ein paar von meinen Ordnern aussortiert, durchgeschaut und geschaut, was da weg kann. Ich bin ja gerade sowieso dabei, so viel wie es möglich ist, zu digitalisieren. Und dann sind auch ein paar Ordner wieder leer geworden. Die habe ich dann gleich in den Keller geschafft. Die werde ich demnächst entweder verkaufen oder ins Sozialkaufhaus bringen. Dann habe ich das nämlich auch erledigt. Ja, und dann haben wir am gleichen Abend noch unseren letzten Rauhnachtswunsch geöffnet. Mein Mann und ich, wir zelebrieren ja die Rauhnächte immer ganz intensiv. Und das war schön, den letzten Wunsch zu sehen und zu wissen, worum wir uns im nächsten Jahr oder in diesem Jahr jetzt kümmern müssen. Und ja, so waren im Prinzip unsere Tage zwischen den Jahren. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, uns zu begleiten. Und wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst. Abonniert auch gerne den Kanal. Und ich sage jetzt mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao. Eins. So, ich bin gespannt. Ich bin auch mal gespannt, was bei mir diesmal rauskommt. Erstmal selber lesen. Jeder liest für sich. Okay? Ja. Ja? Ich? Die Frau in Öschberghof? Nein, die Nein. Frau ist nicht erwähnt worden. Okay. Willst du es wissen? Ja, wenn du es möchtest. Gesundheit und Wohlergehen für meine Lieben und für mich. Das heißt, ich muss mich noch mehr drum kümmern. Ja, bei mir ist jetzt zweimal hintereinander die letztes Mal immer auf die Gesundheit zum Schluss gekommen und jetzt haben wir das einen Herzenswunsch. Aber bei mir ist wieder Thema Gesundheit und das ist auch mein Fokus wieder für dieses Jahr. Noch mehr gesund essen, noch mehr Bewegung, Achtsamkeit und sowas alles. Also, Yeah! gehen wir. Geh mal. Max, gehen wir, wo ist es hier bequem machen?